Hallo und herzlich willkommen zum ersten Video auf diesem Kanal. Ich weiß nicht, ob man so anfangen sollte. Ich bin der Janiken und wir werden uns gleich bei geschmeidigen 2 Grad aufs Bike schwingen und eine Runde fahren. Ich werde mir dabei wahrscheinlich diese beiden Freunde, meine geliebten Hände, total abfrieren. Aber scheiß drauf, ich möchte unbedingt das Video noch in diesem Jahr rausbringen, deswegen gibt es leider keine andere Wahl, als bei einigermaßen gutem Wetter nicht bei beschissenen Temperaturen aufs Bike zu schwimmen. Deswegen, wir sehen uns gleich. Hallo, ich bin's nochmal aus dem Schnitt. Kurzer Hinweis, das Video hat Untertitel. Auch wenn ihr sie nicht braucht, schaltet sie doch ein, weil, sagen wir mal so, da kommt noch zusätzliche Informationen zutage. Lassen wir es einfach darauf. Und zweitens, die nächsten Szenen in der Garage sind leider etwas dunkler geworden als geplant. Das habe ich ein bisschen verkackt. Das bitte ich zu entschuldigen. Das wird demnächst sicherlich besser werden. So, Licht an. Da steht das gute Ding auch schon. Hallo Schatzi. So, machen wir hier hinten auch noch Licht an. In der Hoffnung, dass was mehr zu sehen ist. Und Sie sehen eine sehr unaufgeräumte Garage, die einfach mal ignoriert wird. Es geht hier um das... Oh ja. Ja. So. Reifendruck. Einmal Kompressor dran. Und Kompressor an. Jetzt wird es gleich laut. Oh, halt. So funktioniert das Ganze natürlich nicht. Da ist das Ding. Vorbereitung wieder mal on point. Ist das jetzt richtig drin? I guess. Natürlich. Oh Gott, ey. Warum habe ich den Helm angezogen für die Scheiße? Und natürlich ist das Ventil außerdem an der Stelle, wo es halt super beschissen ist. Oh Gott, ich könnte auch einfach das Motorrad vorschieben. Egal. So. Hä? Das kann jetzt aber nicht stimmen. Hä? Oh, 2 Bar. Ja, kann auch noch ein bisschen was rein. Perfekto. Komm ab. Oh, ey. Nee. Beim nächsten Mal musst du anders geparkt werden, mein Freund. Und du bist auch ziemlich dreckig, sehe ich hier gerade. Wäre ich mal nicht mit dir durch den Regen gefahren, würde ich sagen. Das ruft oder schreit förmlich nach einer Wäsche. So, Schlüssel noch, Handschuhe sollte man auch nicht vergessen. Na, Fischis? Tut. Hallo? So, dann würde ich sagen, dann kann es losgehen. So, hallo und herzlich willkommen jetzt endlich auch auf dem schönen Motorrad. Ziel dieser ersten, Versuchsfolge, wie auch immer man sie nennen möchte, wird es sein, erstens, meine Hände sollten nicht abfrieren, das ist arschkalt und spürbar arschkalt an den Fingern. Und zweites Ziel wird sein, dass wir da drüben, man sieht ihn schon leicht, zum Endemann fahren werden und zu ein paar anderen Spots, so wäre es korrekt. Und werden ein paar Instagram-Fotos machen. Ich muss dazu sagen, ich bin absoluter Instagram-Neuling, Noob, wie auch immer.
und werde da zum Glück tatkräftig Unterstützung bekommen. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Ja, warum Instagram Noob? Ganz einfach, ich habe damals mal MySpace gehabt, wenn das hier überhaupt irgendjemand noch was sagt. Dann irgendwann Facebook und dann irgendwann gar nichts. Also ich bin quasi ausgestiegen aus den sozialen Medien. Achso, ist mir jetzt gerade noch eingefallen. Ihr könnt mir natürlich gerne auf Instagram folgen. Ich werde hier irgendwo, schöner See, jetzt links, rechts, unten, oben, keine Ahnung wie das funktioniert, den Namen posten, keine Ahnung, wo ihr mir gerne folgen könnt. Ziel dieses ganzen Instagram-Kanals ist es tatsächlich nicht, dass ihr mir jetzt unbedingt folgt, was natürlich nett wäre, wenn ihr das tun würdet. Ach du Scheiße, ey. Einmal Schlammbad hier vorne. Sondern ich brauche das Ganze tatsächlich für ein paar Sachen, die ich zukünftig machen werde. Und dafür brauche ich irgendeine Social Media Plattform oder generell irgendeine Media Plattform. Ich frage mich gerade, warum man sich da hinstellen sollte, aber egal. Ja, aber was genau das sein wird, das seht ihr natürlich in Zukunft. Das ist jetzt natürlich doof. Tja, ich glaube, das Thema Indemann hat sich soeben erledigt, denn da darf ich nur als Fahrradfahrer hoch. Warum? Ah, scheiße, ey. Ja, soll man es jetzt riskieren oder nicht? Ich überlege es mir mal, vielleicht sind nachher die Leute weg. Wir fahren jetzt erstmal zum zweiten Spot, den ich mir überlegt hatte. Und der ist nämlich direkt da hinten. Das ist eine dieser Aussichtsplattformen über den Tagebau. Und ja, vielleicht sind gleich keine Leute mehr da und wir können uns trotzdem da einmal hochsneaken. Das ist wahrscheinlich jetzt wegen Corona, dass die das da abgesperrt haben. So ein Dreck, ey. Ich hatte zwar gesehen, dass die halt generell das geschlossen haben, also für Besucher. Aber ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass die das generell ganz ne? Dann sneaken wir uns mal da hoch. Das ist natürlich irgendeine Frau vor uns. Ich hoffe, die hört mich nicht. Dann gucken wir mal, ob wir hier einen schönen Platz finden. Die gute Dame ist mittlerweile weg. Ich rede jetzt was leiser, ist egal. Hier haben wir den kleinen Mini-Indemann. Bam. Box. An sich sieht das hier... Ja, jetzt muss man natürlich vorsichtig sein, damit man weder die Befürworter noch die... ich sehe gerade da drüben, wäre vielleicht auch ein netter Spot. Egal. Weder die Befürworter noch die Gegner von dem Ganzen hier irgendwie verletzt. Ich möchte auch nicht, dass hier jetzt großartig eine politische Diskussion drunter entbrennt. Sagen wir mal einfach, das Ganze ist natürlich interessant zu betrachten. Lassen wir es einfach auf den wuchten. Nope. Ich fahre jetzt gerade wieder von dem Spot weg. Wirklich viele Fotos gemacht habe ich nicht, weil da kamen alle naslang neue Leute. Aber natürlich, ich hatte die GoPro abgenommen zum Aufladen. Ich will sie wieder in die Halterung reinstecken. Und da bricht einer dieser, ja, ich sag mal Füße ab. Tja, scheiße. Das heißt, die hängt da jetzt mehr oder weniger lose nur in meinem Helm drin. Man muss ein bisschen aufpassen, wenn ich über irgendwelche Hubbel fahre, dass die nicht da rausfliegt. So, ich würde sagen, wir fahren jetzt trotzdem idealerweise noch zum Indemann hoch und gucken uns das da mal an. So, es sieht schon mal so aus, als ob jetzt hier wenigstens weniger Verkehr wäre aktuell. Ich weiß natürlich nicht, wie es da oben aussieht. Ach so, ja, Radfahrer. Hey. Mann. Radfahrer und Verkehrsregeln.
So, dann sneaken wir uns ja einmal dran vorbei. Und bekommen hoffentlich keinen Ärger. Aber ich gehe eigentlich davon aus, dass das hier keiner kontrolliert. Andererseits weiß ich nicht, ob da oben irgendwelche Kameras sind. Ja gut. Was soll schon groß passieren? Ich muss außerdem unbedingt so ein Pinlock-Visier besorgen, weil was ich merke ist, meins beschlägt einfach nur komplett, wenn ich das komplett zu habe, ey. Oh, Jungs. Alles okay bei euch? Was Ernstes oder alles gut? Moment. Ich verstehe euch gar nicht so richtig jetzt. Ich frage nur, wie ich helfe. Okay. Ich bin hier runtergerutscht und mein Bein verknickt. Okay. Sind denn, also du kannst aber trotzdem laufen und sonst alles okay, oder? Ja, kann er. Okay, gut. Ich wollte nur nicht, dass irgendwas Ernstes ist. Dann bin ich wieder weg. Tschüss. Jetzt sind wir hier angekommen. Ich überlege gerade, oh Gott, sind doch einige an dem Spielplatz. Na egal. Kamera sehe ich gerade keine. Doch, scheiße, da. Oh Gott sei Dank. Ja, egal. Ich denke mal, wir werden uns hier irgendwo hinstellen. Und dann versuchen, möglichst, an dem Pfosten hängen auch Kameras, möglichst den Indemann das Motorrad darauf zu kriegen. Ich könnte natürlich auch da hinten noch vorfahren, aber da hängen halt überall Kameras und ich habe keinen Bock drauf, dass mich irgendwann einer dafür belangt. Ich denke so, ach du Scheiße, ey. Ich glaube, es wird Zeit für eine Wäsche. Ach du Kacke. Ach so, ja. Ihr seht, das Motorrad ist noch nicht ganz so alt und auch noch nicht ganz so weit hier auf den Rändern gefahren worden. Deswegen ist da noch so ein roter Streifen. Da gelobe ich Besserung. So, da bin ich wieder. Ich wollte euch kurz einmal zeigen, beziehungsweise zwei Sachen erzählen. Einmal halt zeigen, was hier passiert ist. Ihr seht, das mit einer Hand, ihr seht hier ja diesen Pin, Nöppel, Klemme, wie auch immer. Und ihr seht hier auf der Seite fehlt eben jener. Der liegt hier. Und zwar beim, ja, in den Helm klicken hiervon. So, mit einer Hand ist das. So, beim in den Helm klicken hat das kleine Teil sich hier einfach mal entschieden, nö, kein Bock mehr, ich breche ab. Ja, dumm gelaufen. Heißt, ich habe das Ding ja erstmal einfach da reingesteckt, aber wie ihr seht, ne, das hält nicht sonderlich gut. Dementsprechend habt ihr jetzt gerade eben wahrscheinlich den Absturz der Kamera gesehen. Nachdem die abgestürzt ist, habe ich mich dazu entschieden, gut, lassen wir das Ganze sein. Fahre ich erstmal nach Hause und besorge mir ein anderes, weil ich habe da noch mehrere von. So, also ich
fahre diesen Berg wieder runter und da war ja diese Absperrung. Fahre auf diese Absperrung zu und hinter der Absperrung steht ein schwarzer Van mit Warnblinkanlage an und versperrt quasi diesen kleinen Weg, wo ich da auch durchgefahren bin. Also ich schon gedacht, oh Kacke, wer weiß, wer das jetzt ist. Fahre auf die zu. In dem Moment macht der Beifahrer das Fenster runter. Dann denke ich schon, ja, blöd gelaufen. Wurdest du wohl erwischt? Was erzählst du denn jetzt gleich? Fahre auf die zu, bin noch so, weiß nicht, 2-3 Meter von entfernt, bremse, will halt mich vorbereiten abzusteigen. Brüllt der Beifahrer rüber, Entschuldigung, wollen Sie hier durch? Ich so, ja, wäre cool. Ja, dann fahren wir einmal durch den Kreisverkehr, hier nochmal im Kreis, dann können Sie durch und stellen wir uns hier danach wieder hin. Ich so, okay, danke. Ja, das war's im Prinzip schon. Aber ihr könnt euch das Herzrasen nicht vorstellen, das ich hatte, als ich da quasi auf die zugefahren bin. Und diese Sekunde, wo dieser Beifahrer das Fenster runterfährt, ne, sich so ein bisschen rauslehnt, mich anguckt. Ich habe schon gedacht, fuck, da kommt der Anschiss. Aber gut, alles kein Problem. Außer dieses Ding. Deswegen würde ich sagen, ich tausche das einmal aus. Und wir sehen uns in der nächsten Folge.